Hi, hier ist Thorsten von Dein DLRP. Heute möchte ich euch nach New York mitnehmen, um uns dort gemeinsam eine Kunstgalerie anzuschauen. Bitte was? Ja, wirklich. Begleitet mich zu einem Rundgang durch Disneys Hotel New York, The Art of Marvel, und ihr werdet ganz schnell merken, was ich gemeint habe. Darüber hinaus möchte ich euch das neu gestaltete Hotel mit all seinen Einrichtungen vorstellen. Was wird dort geboten? Welche Restaurants gibt es? Und was hat es mit der Kunstgalerie an sich auf sich? All diese Dinge spreche ich in diesem Video an. Also, los geht's! Am Ufer des Lake Disney ist Disneys Hotel New York, The Art of Marvel gelegen. Dieses 4-Sterne-Hotel vereint Großstadt-Feeling mit Top-Service und einer der weltweit größten Sammlungen von Marvel-Kunstwerken. Das Hotel mit seinen mehr als 560 Zimmern und 27 Suiten wurde in seiner ursprünglichen Form vom US-amerikanischen Star-Architekten Michael Graves entworfen und war eine Hommage an die Metropole New York. Alle Details zu diesem Konzept und viele weitere Informationen zu Disneys Hotel New York in der alten Version erfahrt ihr in einem anderen Video über dieses Hotel, und den Link dazu blende ich euch jetzt oben rechts in der Ecke ein. Und ihr findet ihn auch nochmal in der Beschreibung dieses Videos. 2019 wurde das Hotel geschlossen und es wurde angekündigt, dass es eine komplette Renovierung und Umgestaltung bekommen sollte. Dies ist nun erfolgt. Disneys Hotel New York, The Art of Marvel ist das Ergebnis. Eines vorweg, das aber ganz wichtig ist: Das neu gestaltete Hotel ist kein Marvel-Erlebnishotel. Kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Es handelt sich um ein Hotel, in dem das Großstadt-Feeling und Marvel-Kunst vereint wird. Ihr werdet also nicht in das Marvel MCU, in das Marvel Universe hineingezogen. In diesem Hotel findet ihr mehr als 350 verschiedene Kunstwerke von 110 internationalen Künstlern. Damit ist das Hotel eine der weltweit größten Marvel-Kunstgalerien. Bereits von außen wird die Thematisierung deutlich, denn vor dem Hotel sind einige große Statuen von Marvel-Superhelden aufgestellt, zum Beispiel von Black Panther. Vor dem Eingang des Hotels, auf der Seeseite, offenbart sich nicht nur der Blick auf die eindrucksvolle Fassade, die die Skyline von New York darstellt, sondern auch auf eine schön gestaltete Grünfläche, die die Eisbahn, die sich früher hier befunden hat, ersetzt. Sobald ihr das Hotel betreten habt und in der Lobby steht, erblickt ihr 3 riesige Iron Man-Anzüge und Marvel-Kunstwerke in wirklich jeder Ecke. Die Comicstrips über den Eingängen, dem seeseitigen Eingang und dem Eingang zum Parkplatz, sind übrigens nicht zufällig zusammengestellt, sondern erzählen, wenn ihr in der richtigen Reihenfolge folgt, eine Geschichte. Nehmt euch also unbedingt etwas Zeit, um euch in Ruhe umzuschauen und die Eindrücke auf euch wirken zu lassen. An der Rezeption, an der ihr natürlich auch den Check-in erledigt und an der ihr immer einen Ansprechpartner findet, wenn ihr während eures Aufenthalts Fragen oder Probleme haben solltet, wurde ein riesiger Bildschirm installiert. Ganz faszinierend. Und hier seht ihr, wie Marvel-Kunst geschaffen wird. Von der Rezeption, die sich in der Hotellobby befindet, wenn ihr vom Parkplatz kommt, zur linken Hand, und wenn ihr vom See kommt, zur rechten Hand, führen Flure zu den verschiedenen Bereichen des Hotels. Direkt von der Lobby aus sind die Skyline Bar und die New York Boutique erreichbar. Aber dazu später mehr. Schräg gegenüber der Rezeption findet ihr den Concierge. Möchtet ihr während eures Aufenthalts Restaurants reservieren, eine Stadtrundfahrt in Paris machen oder ähnliches, dann wendet euch an den Concierge. In Disneys Hotel New York, The Art of Marvel, gibt es 2 Restaurants. Beide Restaurants befinden sich im Erdgeschoss. Wenn ihr der Beschilderung in der Lobby folgt, gelangt ihr zunächst zum Downtown Restaurant und ein paar Meter weiter findet ihr auch das Manhattan Restaurant. Das Downtown Restaurant befindet sich im ehemaligen Parkside Diner. Hier findet ihr diverse Marvel-Kunstwerke, die eindrucksvoll rückseitig beleuchtet sind. In diesem Restaurant soll später ein Buffet angeboten werden, wenn es die Situation wieder erlaubt, so wie das früher auch im Parkside Diner der Fall war. Auf der Speisekarte steht dabei die ganze kulinarische Vielfalt New Yorks. Von Chinatown bis Little Italy reicht die kulinarische Reise, die euch hier geboten wird. Das Manhattan Restaurant ist das Top-Restaurant des Hotels. Geprägt wird das Restaurant von einem eindrucksvollen Kronleuchter,
da ich an Asgard erinnern will. Gestaltet ist das Restaurant elegant und eher schlicht. Neben dem Kronleuchter gibt es nur wenige Anspielungen auf Marvel. Diese finden sich zum Beispiel auf den Tellern, deren Muster an Asgard und gleichzeitig an die Skyline von New York erinnern. Also eine Symbiose. Serviert werden in diesem Restaurant Gerichte aus der italienischen Küche. Von Lasagne bis Tiramisu fehlt hier keiner der Klassiker. Ihr könnt die Gerichte à la carte bestellen oder als 3-Gänge-Menü. Auch 2 Bars hat das Hotel New York, The Art of Marvel. In der Skyline Bar, die direkt an die Lobby angrenzt, befindet ihr euch über den Dächern von New York. Der Stark Tower oder auch Avengers Tower prägt die Skyline und ist kaum zu übersehen. In der ultramodern gestalteten Bar könnt ihr Cocktails und andere Getränke genießen, wenn ihr euch nach einem Tag in den Parks ein wenig entspannen möchtet. Neben der Skyline Bar gibt es noch eine zweite Bar, die Bricker Street Lounge. Das ist eher so eine Art Tagesbar und hier erhaltet ihr den ganzen Tag über Snacks und Getränke. Natürlich darf auch ein Shop nicht fehlen. Das ist im Hotel New York The Art of Marvel die New York Boutique. Hier finden Marvel-Fans alles, was das Herz begehrt. Neben Groot als Stofftier, T-Shirts und anderer Kleidung im Marvel-Stil gibt es hier auch Tassen, Comics und jede Menge limitierte Kunstwerke zu kaufen. Die Superhero Station ist eine der wohl coolsten Neuerungen des Hotels. Ihr solltet sie auf keinen Fall verpassen. Hier kommen nicht nur echte Marvel-Fans auf ihre Kosten, auch wenn ihr sonst mit dem Thema Marvel bisher nicht so vertraut wart, werdet ihr nach dem Besuch der Superhero Station garantiert zu Fans. Ihr könnt hier einerseits einen Marvel-Superhelden treffen, andererseits euch auch an verschiedenen Stationen fotografieren lassen. Und die Locations sind wirklich was Besonderes. Es gibt ein Avengers-Set, es gibt ein New York-Kaleidoskop, ihr könnt Peter Parker, so Spider-Mans Jugendzimmer betreten und selbst wie Spider-Man an der Decke krabbeln. Ihr könnt versuchen, Thors Hammer Mjölnir anzuheben, wenn ihr da würdig genug für seid. Iron Mans Stiefel tragen, in einen Quantum-Tunnel wie bei Ant-Man and the Wasp eintreten oder, naja, vielleicht auch, lasst ihr das besser, aber ihr könnt euch in einer Vitrine im Collectors Museum darstellen lassen, ausstellen lassen. Naja, ob ihr da wieder rauskommt. Die Superhero Station steht nur Gästen von Disney's Hotel New York The Art of Marvel zur Verfügung. Übernachtet ihr im Hotel, könnt ihr über die App oder an der Rezeption einen Termin für dieses Erlebnis vereinbaren. Das zweite, exklusive Feature in diesem Hotel ist das Marvel Design Studio. Hier könnt ihr eure Kreativität spielen lassen und lernen, wie Marvel-Kunstwerke entstehen. Das Marvel Design Studio richtet sich in erster Linie an Kinder, aber auch wenn ihr nicht mehr im passenden Alter seid, dürft ihr euch hier ausprobieren. Jetzt aber zum vielleicht wichtigsten, was ein Hotel so zu bieten hat, die Zimmer. Die normalen Zimmer sowie die Zimmer im Empire State Club, darauf gehen wir später noch ein, sind mit 2 Queen-Size-Betten ausgestattet, so dass hier bis zu 4 Personen Platz finden. Es gibt aber auch einige Zimmer mit einem King-Size-Bett, so dass ihr, wenn ihr als Paar reist, einfach ein größeres Bett wählen könnt, dann habt ihr noch ein Sofa zusätzlich. Natürlich sind hier auch Marvel-Kunstwerke zu finden, sowie jede Menge echt cooler Features, wie zum Beispiel ein Fernseher, der nicht einfach so da rumhängt, sondern der in den Spiegel integriert ist. Wirkt klasse. Es gibt auch diverse Suiten, wie zum Beispiel die Spider-Man-Suite. Wie der Name schon sagt, ist dieses Zimmer ganz und gar Spider-Man gewidmet und voller Details. Die Präsidentensuite ist sicherlich das Nonplusultra in Sachen Unterkunft. Es handelt sich um eine Suite, die sich über 2 Etagen erstreckt und die in Sachen Luxus wirklich keine Wünsche offen lässt. Hier steht sogar ein Flügel, also falls ihr euch die leisten könnt und euren eigenen Pianisten mit einfliegen wollt, dann kann der sich hier zu eurer Unterhaltung betätigen oder ihr könnt auch selbst Musik machen. Der Empire State Club ist die Clubetage, die Luxusetage des Hotels. Wenn ihr euch für diesen Bereich entscheidet, profitiert ihr von einigen extra Annehmlichkeiten. Unter anderem gehört der Zugang zu einer exklusiven Lounge zu diesen Vorteilen. Hier könnt ihr euer Frühstück in ruhiger Atmosphäre genießen
und euch den ganzen Tag über mit Getränken versorgen lassen. Nachmittags werden kleine Snacks serviert. Wenn ihr im Hotel Wert auf Fitness und Wellness legt, seid ihr in Disney's Hotel New York The Art of Marvel genau richtig. Es gibt einen Pool, einen Außenpool, Sauna, Dampfbad und ein Fitnesscenter. Der Metro Pool, so der Name, macht seinem Namen auch wirklich alle Ehre und ist wie eine U-Bahn-Station in New York gestaltet. Im Außenbereich des Pools erwarten euch bei gutem Wetter Liegen zum Relaxen, falls ihr vom Planschen mal ein bisschen müde seid oder vom Tag im Park. Von Sauna und Dampfbad haben wir keine Bilder für euch, da wir die Gäste dort nicht stören wollten. Aber ihr wisst ja, wie sowas aussieht. Geöffnet sind diese Bereiche in der Regel von 7 bis 22 Uhr, sodass also reichlich Zeit für Wellness bleibt. Der Fitnessbereich im Freien trägt den Namen Hero Training Zone, also trainiert, um zum Marvel-Superhelden zu werden. Hier stehen euch verschiedene Trainingsgeräte zur Verfügung und wenn euch der Sinn nach einem Basketballmatch steht, kein Problem, werft ein paar Körbe, es gibt einen kompletten Basketball-Court, der ein bisschen ungewöhnlichen Boden hat, also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr vielleicht die Markierungen nicht erkennen könnt. Zu Disney's Hotel New York The Art of Marvel gehört auch ein Tagungszentrum mit mehreren Sälen. Ihr findet es im Flügel, in dem auch die Restaurants gelegen sind. In der Regel bekommt ihr als Hotelgast nicht viel von den Tagungen mit. Es kann hin und wieder vorkommen, dass Schilder mit Firmennamen der Lobby stehen, um den Weg zu weisen oder die Bar an einem Abend von relativ vielen Anzugträgern besucht wird, was einem vielleicht in einem Resort wie Disneyland Paris ungewöhnlich erscheinen mag. Vom Hotel New York, das direkt am Lake Disney und nur wenige Meter vom Eingang des Disney Village entfernt gelegen ist, könnt ihr innerhalb von 10 Minuten ganz bequem zu Fuß zum Eingang der beiden Parks gelangen. Ist euch dieser Weg zu weit oder seid ihr aus anderen Gründen auf eine Transportmöglichkeit angewiesen, dann könnt ihr auch auf den kostenlosen Bus-Shuttle zurückgreifen, der vom parkplatzseitigen Eingang des Hotels aus abfährt. Innerhalb weniger Minuten erreicht ihr den Busbahnhof von Disneyland Paris und von da sind es dann nur noch wenige Meter bis hin zu den Parks. Wir empfehlen aber, lieber zu Fuß zu gehen, das erspart euch eine oft sehr stark überlaufene Sicherheitskontrolle am Weg vom Busbahnhof zu den Parks. Ja, das war sie auch schon. Unsere kleine Tour durch Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt vielleicht noch das ein oder andere erfahren, was euch bisher noch nicht bekannt war. Wie vielleicht schon durchgeklungen ist, bin ich von der Gestaltung dieses Hotels wirklich richtig begeistert. Das Konzept und seine Umsetzung gefallen mir sehr gut. Wie geht's euch? Mögt ihr das Hotel auch? Was gefällt euch besonders gut? Oder entspricht es eher nicht so ganz eurem Geschmack? So oder so, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es gerne. Das ist für unseren Kanal echt wichtig, also Daumen nach oben bitte. Und natürlich könnt ihr es auch mit euren Freunden teilen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Drückt dazu doch erstmal den roten Abo-Button und danach den Button der kleinen Glocke, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Ja, das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.